Der Needle Stick. Wenigstens einen davon hättet ihr gerne, nicht wahr? Hornecht, Pink Mackerel und natürlich der leuchtend gelb-orangene, auch in Holz. Der große Fat Needle Stick oder etwas kleiner. Tatsächlich sind das aber meine eigenen Köder und meine letzten Köder. Das heißt, es gibt keine zu verkaufen. Mal gucken, ob sich die Situation bessert, denn ich habe eine lose Kooperation mit Noebi. Das hier ist auch keine bezahlte Werbung, sondern ich lasse mir gelegentlich von Noebi Produkte, wie zum Beispiel diese Rute, diese Rolle zuschicken und teste die und befinde die für gut oder eben auch nicht gut. Aber im Vorfeld mache ich mir natürlich meine Gedanken, deswegen sind diese Produkte, die ich von Noebi vorstelle, natürlich auch meistens dementsprechend zu empfehlen. Und ich erhoffe mir von Noebi auch, dass sie eben meine Needle Sticks weiter produzieren. Das war alles noch in der Schwebe, noch nicht spruchreif. Die scheinen auch nicht das Prinzip zu verstehen, so wie viele von euch. Das hier ist kein Topwater Pencil Bait. Das ist ein Stickbait, der unter der Wasseroberfläche läuft. Macht also nicht den Fehler und kauft vor allen Dingen dieses dreiteilige Ding da. Da habe ich mal einen zweiteiligen Prototyp meines Needle Sticks gebastelt. Der läuft aber auch unter der Oberfläche. Und dieses dreiteilige Ding, der Stylo Jointed heißt er, glaube ich, dann holt euch besser den normalen einteiligen. Das ist aber ein Topwater-Köder, das heißt, der läuft auf der Oberfläche und niemals unter der Oberfläche. Das heißt, anders als mit dem Needle Stick, der eben sinkend ist und auch da unten läuft, werdet ihr so keinen Räuber erwischen, der in der Tiefe halt beißt. Und auch Barracuda geht ungern über die Oberfläche, sondern bevorzugt den Needle Stick. Tausendfach bewährt, ganz im Ernst, den habe ich schon tausendfach gebaut. Unübertroffen und eben langsam mal in Serie zu bringen. Aber da ich das jetzt auf absehbare Zeit nicht hinbekomme, habe ich mir eben von Noebi eine Kiste mit Ködern zusammenstellen lassen. Die werde ich natürlich in erster Linie auf den Kanaren oder in wärmeren Gewässern im Mittelmeer testen. Schauen wir uns doch mal so einen richtig fetten Köder an. Wie zum Beispiel diesen Stickbait hier. Die Form kommt vielleicht bekannt vor. Alle Noebi-Köder, die ich hier im Karton habe, sind mit durchgehendem Drahtsystem ausgerüstet und es ist ein extrem bruchfester Kunststoff. Das Ganze nennt sich Crystal Armor, also kristallene Rüstung. Das Besondere an dieser Crystal Armor ist, dass hier innen drin noch zusätzliche Kunststoffrippen sich befinden, die den Köder beim Biss noch bruchfester machen. Aber ich glaube, man sieht es ganz gut gegen die Sonne, mit der Sonne, dass der Kunststoff extrem dick ist. Wie gesagt, durchgehendes Drahtsystem von vorne bis hinten. Worüber sich viele wundern, ist immer dieser Sprengring, der an hochwertigen Ködern immer automatisch dabei ist. Viele sehen das so als ein kostenloses Bonus, ist es aber nicht, sondern beim richtigen Meeresspinnfischen verwendet man immer diese Montage. Einen robusten, stabilen Tönnchenwirbel, der direkt an den Sprengring montiert wird. Mittels einer Sprengringzange. Da kommt überhaupt gar nichts raus, da öffnet sich nichts, da kann sich nichts öffnen. So wird gefischt, wenn es um wirklich große Fische geht. Was auch auffällt, die Köder sind halt extrem gut verarbeitet, das heißt absolut sauber verschliffen und mehrfach mit Epoxid überbeschichtet. Das ist mir aber schon früh aufgefallen, schon vor 10 Jahren, als auf Gran Canaria manche mit Noebi-Ködern ankamen. Da dachte ich, oh, die sehen ja gar nicht mehr so richtig China aus, die sind was anderes, die haben Qualität. Hier sieht man nochmal schön dieses Gerippe, was eben den Körper nochmal zusätzlich verstärken soll. Eingebaut ist auch eine Spiegelreflexfolie, das heißt, gerade wenn der Sonnenstand von oben ist, reflektiert das natürlich nach schräg unten ins Wasser und ist für Räuber dann natürlich noch attraktiver. Auch das hier ist ein Stickbait. Das heißt, im Normalfall läuft ein Stickbait, der eben sinkend ist, unter der Oberfläche, genau wie der Needle Stick. Aber warum zeige ich ausgerechnet diesen Köder? Manch einem von euch mag der sicherlich bekannt vorkommen. Und auch tatsächlich, dieses Modell, diese Bauart gibt es von zig Herstellern. Und oft kann es vielleicht Noebi sein, der eigentliche Hersteller, der Fabrikant ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich diesen Köder vor ungefähr 10 Jahren mal als Tailwalk Guns gekauft habe. Grottige Qualität, schlecht lackiert, nicht zu vergleichen mit diesem Köder von Noebi hier. Komplett undicht auch von Beginn an. Das ist hier nicht der Fall. Das ist die 160 mm Version in Heavy Sinking, über 100 Gramm.
Und mitgeschickt haben die mir auch, der 140S, der wiegt nur 70 Gramm, in Anführungszeichen. Also ist damit aber zumindest für die meisten Routen, die ihr so am Mittelmeer, am Atlantik verwendet, eben wertvoll. Auch richtig sinkend. Und so kennt ihr den wahrscheinlich von Shimano, von Daiwa. Auch mit diesen extrem hochwertigen Haken. Ja, die Haken haben definitiv sogenannte Owner-Schärfe und Stabilität. 4- bis 5-fach hier bei diesem Köder. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass Owner nicht der Hersteller mehr seiner Drillinge ist, sondern dass die vielleicht auch von Noebi produziert werden. Gleiches gilt natürlich für die Sprengringe. Auch alles Heavy Duty. Was auffällt, ist eben die Verarbeitung dieses Köders. Absolut top verschliffen. Nichts zu sehen, keine undichte Stelle irgendwo, die sich andeutet. Das hat man selbst bei namhaften, teuren Ködern oft nicht. Und dieser Köder kostet eben nur ein Drittel von dem Preis, den ihr zum Beispiel für den identischen Köder bei Shimano bezahlen würdet. Und da würde ich doch mal zugreifen. Was habe ich noch in der Box? Diese Heavy Sinking Stickbaits, die werde ich gleich nochmal genauer vorstellen. Popper, so ein klassischer Bottleneck Popper, den braucht man eigentlich immer. Nochmal ein flankender Stickbait. Dieser Stickbait hier, den gibt es auch in kleinen, also in Anführungszeichen in 28 Gramm, und den habe ich schon auf Meerforellen gefischt. Der hat eine ganz lange Essaktion. Also er geht wirklich in einer langen Schlange durch das Wasser. Während zum Beispiel der hier mehr so der typische S-Kurventyp ist. Dann habe ich noch diesen Popper hier bekommen. Bei Poppern kann man im Prinzip nie etwas falsch machen. Der Bottleneck Popper, der macht vielleicht ein bisschen größeren Splash. Und hier der etwas schlankere, den kann man eben schneller führen. Der eignet sich besser für so Long Strokes mit einem richtig langen Bubble Trail. Produziert er auch gut, natürlich alles mit durchgehendem Drahtsystem. Während der hier halt gut ist für einen kräftigen Pop und dann kurz liegen lassen, aber wirklich nur kurz liegen lassen. Oder eben die ganze Zeit wippend, poppend durchs Wasser ziehen. Ach ja, ich habe mir noch ein paar kleinere Köder mitschicken lassen, wie zum Beispiel diesen, auch Stickbait. Der wirkt ein bisschen wie eine Kopie von dem Rapala Subwalk. Läuft auch eine S-Kurve, sehr gleichmäßig. Den habe ich in dieser Größe eigentlich gedacht für Lachs und Meerforelle. Das ist mal ein ganz schöner Brocken, aber wenn die richtig giftig sind, dann gehen die auch darauf. Und ein extrem guter Köder, dieser kleine tieflaufende Wobbler. Auch für Lachs und Meerforelle. In Flüssen oder Bächen oder auch in Süßwassereinläufen, wo so Gumpen sind, kann man die schön runter in den Gumpen bringen und da eben die größeren Fische zum Anbiss bringen. Auch gewünscht habe ich mir diese Fast Sinking Stickbaits Heavy Duty. Heavy Duty steht hier nicht nur für die Härte des Gehäuses, sondern vor allem für das Gewicht. 81 Gramm bei einer Länge von nur 130 mm. Damit ist der Stickbait fast so schwer wie ein Jig in gleicher Größe. Und ich werde probieren, ob man ihn auch jiggen kann. Daher habe ich einen Köder auch schon mit Einzelhaken umgerüstet. Er kommt im Original mit Drillingen, um ihn eben mal auf den Grund sinken zu lassen und hoch zu jiggen. Der pink-weiße Köder ist komplett phosphoreszierend, also leuchtet im Dunkeln. Der gelbe Köder hat einen leuchtenden Bauch, Glow in the Dark. Das ist natürlich ideal beim Fischen in großer Tiefe oder nach Sonnenuntergang. Also nochmal zur korrekten Ködermontage. Törnchenwirbel plus Sprengring, so gehört das. Und sowas hier auf keinen Fall. Was ein fettes Teil, hä? Die Links der Köder von Noebi, die ich empfehlen kann, die findet ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Bis zum nächsten Video.